Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ihr seid vielleicht auch auf der Suche nach einem günstigen Budget-Tablet für Multimedia und Internetbrowsen etc., also so Alltagsdinge. Dann seid ihr heute genau richtig bei mir, und zwar habe ich nämlich gleich zwei gekauft, und zwar zwei gleiche. Warum, erzähle ich euch gleich noch, aber ihr seht es hier schon, es sind zwei Poco-Pads. Die gleichen Ausstattungen, also alle beide 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, aber das eine in Blau, das andere in Grau. Wir packen es aus, zusammen mit dem Redmi Pad Pro Keyboard, was übrigens kompatibel ist, weil das Redmi Pad Pro ist zumindest vom Body her baugleich. Und ich bin gespannt, wie das Ding so läuft. Ich nutze ja im Moment eigentlich so mein iPad Pro 11 Zoll. Aber man muss ehrlich sagen, für Multimedia gar nicht so gut und auch ehrlich gesagt die größere Variante nicht so, weil einfach das Format relativ, ich sag mal, DIN A4 ähnlich ist und nicht so dieses breite in Richtung 16:9 gehende, beziehungsweise Kinofilme sind ja nochmal einen Ticken schmaler, 21 zu, keine Ahnung, ich schreibe es euch rein. Auf jeden Fall, was will ich mit dem Tablet machen? Ich will prinzipiell einfach meine Kamera sehen, wenn ich filme, die, wo euch jetzt filmt und die hier oben. Und warum das Ganze? Ganz einfach, ich hatte schon ein paar Drehs, wo mal vor allem die Top-Down-Kamera nicht gefilmt hat, beziehungsweise auch während des Filmens Überhitzungsprobleme hatte, obwohl das vorher nie der Fall war, oder irgendwie der Speicher voll war, weil ich verpeilt war und habe das Ganze nicht formatiert vorher. Gut, große Speicherkarte ist mittlerweile drin, aber nichtsdestotrotz will ich hier vor mir, für euch nicht sichtbar, einfach zwei Tablets haben, wo ich sehe, was ich aufnehme und ob es vor allem noch aufnimmt. Und eben auch für Multimedia, sprich YouTube-Videos schauen unterwegs oder eben auch Netflix, Amazon Prime etc., also so ein Multimedia-Tablet. Klar, die Teile, muss man dazu sagen, haben jetzt keinen SIM-Karten-Slot mit drin, aber das stört mir jetzt nicht, ich kann einen Hotspot machen und dann funktioniert es auch. Wie das Ganze dann im Vergleich zu meinem iPad M2 mit 11 Zoll ausschaut, das zeige ich euch natürlich auch noch am Ende. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Unboxing und alles weitere in den nächsten Videos. Bis gleich! Ja, ganz kurz, warum habe ich mich fürs Poco Pad entschieden? Ganz klar der Preis. Man muss ehrlich sagen, man kriegt es ab und zu mal über den Mi.com Store, also Xiaomi direkt im Endeffekt von Deutschland, mit Gutscheinen oder irgendwelchen Punkten etc. für knapp an die 150 bis 170, 180 Euro. Und ganz ehrlich, das ist absolut ein Top-Preis und für die Ausstattung, was es hat, absolut unschlagbar. Ich habe mich da echt lang informiert und habe lange überlegt. Mein Budget war immer so bis zu 200 Euro pro Tablet. Ja, die Profis würden wieder sagen, ja, warum machst du dir keinen speziellen Monitor auf die Kamera drauf? Das siehst du es doch auch. Ja, hatte ich überlegt, und ja, man kann natürlich auch mit Kabel das alles an den Schreibtisch bringen, aber ich wollte halt auch noch mehr machen können, einfach damit. Ich nehme sowieso über eine SSD bzw. Speicherkarte bei den Kameras auf, und daher war das für mich jetzt nicht so relevant, dass ich da hier den fetten Atomos Monitor da habe, der dann mir ein Heidengeld kostet, und ja, so kann ich mehr nutzen, habe auch eine größere Bildfläche, ist halt einfach Geschmackssache. Ich würde sagen, wir fangen quick and dirty an mit den Specs des Tablets, einfach mal ganz kurz überflogen auf der Xiaomi-Seite. Angefangen mit dem Gewicht, da sind wir bei 571 Gramm bei dem Tablet. Wir haben einen Snapdragon 7S Gen 2 Prozessor und der ist auch wirklich sehr leistungsstark für so ein günstiges Tablet, da kann man wirklich nichts sagen. Von den ganzen Reviews her, was ich mir natürlich vorher auch alles reingezogen habe, ist auch ehrlich gesagt ist völlig ausreichend für leichtes Gaming. Natürlich hat es hier nicht den High-End-Prozessor drin, aber wenn ihr jetzt nicht alles auf Ultra-Auflösung spielen wollt, dann ist es auf jeden Fall auch was für euch. Dann haben wir noch 8 GB RAM und 256 GB Speicher, ist LPDDR4X RAM und UFS 2.2 Speicher, nur für die Technik-Nerds unter uns. Außerdem habt ihr hier einen SD-Slot für Micro-SD-Karten, also richtig geil. Das finde ich halt super praktisch einfach. Das vermisse ich bei Apple sowieso. Das gab es ja da noch nie, aber immerhin bei Android-Geräten immer noch vorhanden, zumindest bei Tablets, bei den Smartphones schaut es ja da auch düster aus.
Display 12,1 Zoll, 16:10 Format, das heißt wirklich schön breit. Nicht zu breit, hoffe ich mal. Ich bin mal gespannt jetzt beim Unboxing, wie es dann ausschaut. Wir haben eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixel, entspricht einer Pixeldichte von 249 ppi. Wir haben hier ein LCD-Display mit 120 Hertz verbaut, was auch für Gaming, wie gesagt, wieder völlig ausreichend ist. Klar, ein Micro-LED oder OLED wäre natürlich besser, aber ganz ehrlich, hey, bei dem Preis, dann viel bla bla bla. Rückwärtige Kamera, 8 Megapixel, versprecht euch nicht zu viel davon, das ist wirklich nichts Gescheites, genauso wie die Selfie-Kamera, die sollte aber für Videokonferenzen, denke ich mal, ausreichend sein, zumindest wenn das Licht passt. Ansonsten würde ich da mich nicht unbedingt drauf verlassen. Die hat auch eben 8 Megapixel. Dann kommt für mich ein Highlight bei so einem günstigen Tablet, ein 10.000 mAh Akku, mindestens 9.800 mAh mit 33 Watt Fast Charging. Klar, Fast ist heutzutage was anderes, da gibt es auch schnellere, aber ganz ehrlich, für den Preis, wie gesagt. USB 2, kein USB 3 und Wi-Fi 6 ist an Bord, kein Wi-Fi 7, trotzdem völlig in Ordnung für mich. Und ansonsten haben wir hier Poco-typisch das Xiaomi HyperOS an Bord, was eben auch auf den Xiaomi Smartphones läuft und auch auf meinem Xiaomi 15 Ultra zum Beispiel. Und man gewöhnt sich dran. Ich denke mal, bei den Tablets ist es nicht so gravierend wie beim Smartphone. Ich bin mal gespannt, wie es auch hier mit den Benachrichtigungen ist. Ich denke, das ist ähnlich, aber da ist es für mich, wie gesagt, nicht ganz so drastisch wie am Handy, wo ich halt eine E-Mail vielleicht dringend brauche, eine WhatsApp. Das funktioniert auch oft gut, aber halt leider auch nicht immer. Also so viel vorweg. Und jetzt würde ich sagen, genug geredet. Wir fangen mal mit dem Unboxing an und schauen uns mal an, was so dabei ist, wie das Ganze ausschaut, wie die beiden Farben Grau und Blau ausschauen. Und dann sehen wir uns jetzt hier wieder beim Top-Down-Shot. Ja, und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an. Einfach mal hier links oben mit der grauen Version des Tablets. Und dann packen wir das Ganze hier mal aus. Ganz klassisch in Folie eingepackt. Und dann würde ich sagen, heben wir das Ganze mal an. A few moments later. Okay, so langsam ist es auch noch nie gegangen, aber da würde ich sagen, war ordentlich wenig Luft drin. Umso besser ist es natürlich, wenn da ein gutes Tablet vorhanden ist. Hier steht auch nochmal alles, was ich gerade erklärt habe. Quad Speakers steht hier noch mit drauf, das heißt, ihr habt 4 Lautsprecher, wenn euch Audioqualität wichtig ist. Wird natürlich auch nicht mit dem 1000 Euro iPad oder 1200 Euro Galaxy Ultra Tablet mithalten können, aber wie gesagt, 150 Euro pro Tablet kann man nicht meckern. Und vor allem wartet ab und zu auf Angebote, da kommt immer wieder was rein. Nicht einfach kaufen oder es gibt manchmal auch so gratis Beigaben, wie bei mir jetzt in dem Fall hier die Keyboards. So, dann nehmen wir das hier mal raus und schauen uns das Ganze mal hier von hinten an. Ja, ich würde sagen, ein relatives Standard-Finish, würde ich mal behaupten. Ich nehme jetzt mal hier noch schnell den Sticker weg. So, dann sieht man das hier auch noch mal in voller Pracht. Ich finde es eigentlich ganz cool, mir ist das gerade schon aufgefallen, man sieht es auch in der Kamera, glaube ich, ganz gut, dass das so eine leichte Farbverschiebung hat, je nachdem wie das Licht drauf trifft. Das ist das Grau heller und ein bisschen dunkler. Und hier oben habt ihr eben, wie gesagt, dann den Speicherkartenslot. Dann habt ihr einmal die Kamera und das hier sieht auch aus wie eine Kamera, ist aber einfach nur der LED-Blitz. Oben den Lautstärkeregler, ein Ausschalter, eigentlich wie beim iPad, oder? Ja, genau. Wie beim iPad, eigentlich genau dasselbe. Sieht tatsächlich auch ein bisschen ähnlich aus, nur dass der hier durchgängig ist und beim iPad getrennt. Unten ist übrigens auch noch ein Highlight, passend zum USB 2.0 Stecker, der natürlich kein Highlight ist, aber ihr habt einen Klinkenanschluss. 3,5 Zoll Klinkenanschluss. Finde ich richtig cool, dass sowas noch verbaut wird. Bei einem Tablet natürlich genial, also wenn ihr Kopfhörer mit Kabel noch nutzt, dann ist es euer Tablet. Ansonsten steht hier noch Dolby Vision Atmos drauf. So, dann legen wir das hier mal auf die Seite.
und schauen mal, was hier noch alles drin ist. Einmal ein USB-A auf USB-C-Kabel. Das brauchen wir nicht. Hier ist wahrscheinlich nur noch das Papierkram und der Pin zum Rausmachen der Speicherkarte. Ja, genau. Also Speicherkartenplatz und theoretisch wäre es wahrscheinlich auch noch ja, ein SIM-Karten-Slot. Da haben sie wahrscheinlich vom anderen Tablet oder eben vom Redmi Pad Pro. Ich glaube, das gibt es auch mit 4G. Einfach den Slot genommen, aber ist natürlich nicht nutzbar. Ja, Freunde, ansonsten ein leeres Fach. Ja. Top, also leere Fächer finde ich richtig geil und das hier ist einfach nur noch Außenwand. Dann würde ich sagen, legen wir das Teil hier mal wieder rein. Dann können wir nämlich mal das zweite auspacken, und zwar die blaue Version. Das mache ich jetzt in dem Fall im Schnelldurchlauf. Dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen, ja, wie die Farben sich denn ähneln oder auch nicht. Machen wir hier gleich wieder den Sticker mal weg. Und ich habe schon Favoriten. Ich habe schon einen Favoriten, jetzt schon, auf die Schnelle. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass ich beide Farben gekauft habe, die es gibt. Eben das Blau und Grau, weil einfach ich dann die Tablets auch besser auseinanderhalten kann am Ende. Jetzt haben sie hier wieder so ein... dieser Kleber wieder hier. Okay, ich habe es nicht ganz wegbekommen, den Aufkleber. Ich habe jetzt auch blöderweise gerade nichts da zum Bereinigen. Ja, schade. Okay, ich zeige es euch mal hier vorne wieder. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, vielleicht habe ich doch was da. Das gibt's doch gar nicht. Es geht nicht mal mit Alkohol richtig weg. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Ja gut. Ich habe mein Bestes gegeben, das halbwegs sauber zu bringen. Ja, das ist für mich jetzt hier schon Manko Nummer 1. Ich kriege die Klebereste von dem Sticker nicht mal richtig weg. Aber ja, so schaut's aus. Jetzt würde ich mal sagen, ich schalte euch mal noch kurz das zweite Licht mit dazu. Sortieren wir jetzt mal hier kurz um. So, ich habe jetzt mal noch den zweiten Strahler mit angemacht, in der Hoffnung, dass man den Unterschied besser sieht. Wir haben hier beide nebeneinander. So schauen die aus. Links grau, rechts blau. Ihr habt es ja schon gesehen, die sind schon ein bisschen anfällig für so Kleberzeug, aber ehrlich gesagt für Fingerabdrücke jetzt nicht so. Ja, wenn ich hier so drauf lang. Ne, das ist wirklich bei beiden, so wie es ausschaut, sehr gut. Gefällt mir schon mal gut. Okay, ich habe wahrscheinlich immer eine Hülle dran rum. Oder eben die Tastaturen dann, muss ich einfach mal gucken. Das ist wahrscheinlich nicht so relevant, aber für euch, falls ihr keine Hülle nutzt, das sieht auf jeden Fall ordentlich aus. So, ich zeige euch auch hier nochmal kurz den Farbunterschied. So, und ihr dürft jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches davon wohl mein Favorite ist. Ob es blau oder grau ist. Was wäre denn euer Favorite? Das würde mich auch mal interessieren. Und vor allem, wie findet ihr denn die Specs schon mal vorab? Wie das Ganze dann läuft im Alltag, das werde ich auf jeden Fall mal noch testen und da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Eins, wie gesagt, werde ich ja auch komplett für Multimedia etc. nutzen. Also wenn ihr da was wissen wollt, was läuft oder vielleicht auch nicht läuft, schreibt es auch in die Kommentare, dann kann ich euch da entsprechend informieren. Ja, wir sind jetzt natürlich beim fröhlichen Unboxing noch nicht fertig. Wir haben ja noch das Keyboard dazu. Das würde ich jetzt auch mal noch aufpacken. Ist beides in schwarz, gibt es nicht in einer anderen Farbe. Von daher schauen wir mal. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze hier ausschaut. Da haben wir das gute Stück. Ohne Lasche zum Rausziehen. Sehr gut. So wollen wir das haben. Ach, hier unten wäre eine gewesen. Dann packen wir das hier mal aus. Regelkonform. So. Ja, so schaut es aus. Haben wir hier alles
weg. War da jetzt noch was drin? Okay. Papierkram und noch irgendwas. So, wartet mal. Ah ja. Eine Sache, die ich euch jetzt zeigen will. Das war auch noch mit drin. Nicht, dass ihr es wegschmeißt. Ich hätte es jetzt fast weggeschmissen. Also hier ist einmal nur so Papierkram. Ja, genau, Papierkram. Braucht kein Mensch. Könnten sie sich auch sparen. Das hier ist auch nur noch Verpackung. Aber wenn ihr den Stift dazu bestellt, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich den nicht brauche, dann habt ihr hier oben nämlich noch 2 anscheinend. Ich lege mal auf Seite hier. 2 so Teile. Und zwar sind die für hier. Das heißt, ihr könnt die hier, was beim Top-Down-Shot besser sieht, hier so reinmachen mit doppelseitigem Klebeband. Und dann könnt ihr oben den Stift mit reinmachen. Es sind wie gesagt 2 Stück dabei. Und das finde ich eigentlich super praktisch, weil ich brauche es nicht, also kann ich es weglassen. Perfekt. Dann würde ich sagen, packen wir mal eins rein. Eigentlich jetzt egal welches. Ich nehme jetzt mal schnell das Graue hier einfach. Und dann mache ich das hier mal runter. Dann seht ihr es nämlich auch besser. Dann kommt es anscheinend erst oben rein. Und dann wird es unten reingeklipst. Sehr schön. Und ihr könnt es hier eben magnetisch aufstellen. Ja, komm, ganz ehrlich, hey, für 150 € sieht es ordentlich aus, kann man nichts sagen. Hier habt ihr noch einen Ladestecker mit dran. Das sieht man jetzt wahrscheinlich wieder nicht, weil die Kamera denkt, mein Auge ist noch im Blick. Da ist ein Ladeanschluss für die Tastatur und nochmal separat natürlich das Tablet. Das ist nicht verbunden irgendwo. Es ist wirklich nur hier rein magnetisch. Zack und drauf. Genau, das muss man wissen, wie es auf dem Schoß ist. Ja, bin ja auch mal gespannt, das ist ein bisschen wabbelig hier hinten, also ein bisschen anders wie bei meinem iPad. Apropos iPad, das würde ich jetzt auch mal noch ganz kurz dazu holen. So, hier seht ihr dann mal den Vergleich iPad Pro 11 Zoll mit dem 12 Zoll PocoPad. Also von der Größe her muss man ehrlich sagen, wenn ich das jetzt hier drauf lege, ja, also ihr seht das schon und so ist es dann auch beim Display vorne. Das iPad ist eigentlich fast gleich hoch, würde ich mal sagen, 1 Millimeter weniger vielleicht. Und das PocoPad ist einige Zentimeter breiter. Hat natürlich einfach einen riesen Vorteil beim Filmeschauen, weil das Format natürlich ein ganz anderes ist. Da könnt ihr auch mal wieder putzen hier vorne. Ist halt ein iPad, allerdings muss ich sagen, wenn man die iPad-Tastatur kauft, ist es natürlich auch was anderes. Ist zwar genauso viel Geld gefühlt los wie hier Tablet mit Tastatur, aber sieht natürlich ordentlicher aus. So, jetzt habe ich mal noch kurz das Licht nochmal ausgemacht und zwar haben wir ja noch unser Highlight des Videos und zwar einmal der erste Start des Tablets. Dazu schalte ich es jetzt mal an. Xiaomi HyperOS, wie gesagt. Und dann geht es ins Hochformat über. Das kann man auch nicht drehen, okay. So wird das Ganze quasi dann eingerichtet. Ich klicke hier einmal kurz noch durch, dann seht ihr das einmal, dass man alles so einstellen kann. Deutsch, Deutschland, Klassiker. Ja. Dann Lizenzvereinbarung. Ich akzeptiere natürlich wieder alles. Ihr könntet WLAN entsprechend natürlich wieder einstellen, die Google-Dienste. Ich werde es dann nochmal zurücksetzen. Sicherheitseinstellungen, da habt ihr nur Bildschirmsperre und Gesichtserkennung. Das Ding hat keinen Fingerabdrucksensor. Wichtig für die, die es vielleicht wollen. Und die Gesichtsentsperrung, ja, über die 8 Megapixel Kartoffelkamera. Ich weiß ja nicht. Naja. Ich werde einen PIN da verwenden. Ansonsten lasse ich jetzt hier erstmal einfach alles an. Ja, Kindersicherung brauchen wir nicht. Standard-Schriftart und dann seid ihr da auch schon soweit. Ich schaue jetzt mal noch ganz kurz, welches System da aktuell installiert ist. Das weiß ich jetzt gar nicht bei den neu ausgelieferten, was denn da dabei ist. So schaut es aus. Dann gehen wir noch ganz kurz schnell und eilig in die Einstellungen. Achso, das ist ja hier wieder bei hier oben über das Tablet, bei Xiaomi mal ein bisschen anders. So, und hier sehen wir schon Android Version 14
damit kommt das Tablet. Ich werde jetzt mal noch ganz kurz nach Updates suchen, dann sehen wir ja, vielleicht gibt es da auch schon was Neues. Ich glaube zu meinen Android 15 auf jeden Fall, Android 16, soweit ich weiß, noch nicht. Tja, Freunde, da ist es. Ja, HyperOS 2 mit Oktober-Patch, 4,9 GB, Version 2.0.205.0. Lade ich jetzt gleich mal runter, da wird es natürlich einige Neuerungen geben. HyperOS 2 ist noch Android 15, aber Android 16, wie gesagt, steht schon in den Startlöchern, von daher sind wir da anscheinend relativ gut aufgestellt. Oktober-Patch im November hätte ich jetzt bei Xiaomi gar nicht so damit gerechnet, aber so, und damit finito.